Genau, ich bin Marie, bin 25 Jahre alt und arbeite in einer Berliner Klinik auf einer Intensivstation. Genau, seit 2 Jahren ungefähr jetzt. Ja, also das ändert sich natürlich von Tag zu Tag. Also es ist super unterschiedlich. Was wir jetzt gerade auf Stationen wahrnehmen, ist halt, also wir sind eine Schwerpunktstation für auch Lungenerkrankte. Also sind wir natürlich auch mit diesem mit dem Covid-Virus quasi, also mit der Covid-Erkrankung, ähm, einfach direkt betroffen und behandeln die natürlich auch dann schwerpunktmäßig, beziehungsweise eigentlich gerade nur. Und das ist halt ganz anders als sonst. Also es ist, die ganze Station sieht anders aus, das Arbeiten ist super viel anders, die Schutzkleidung ist wahnsinnig nervig und anstrengend und man kriegt keine Luft und sowas. Das habe ich ja auch alles in dem Post schon geschrieben. Ähm, aber das ist natürlich schon sehr belastend für alle, also dass man unter dieser Schutzkleidung arbeiten muss. Ja. Und das Arbeitsumfeld, es konzentriert sich halt auf einige Intensivstationen. Ich glaube, das macht jede Klinik ähnlich, dass man die nicht verteilt auf alle Stationen, sondern versucht, die quasi kohortenmäßig zu bündeln, damit man nicht das Personal überall gefährdet, sondern nur stellenweise. So machen wir das halt auch. Also wir haben natürlich müssen wir Möglichkeiten schaffen, räumlich, dass man quasi ähm, das Einschleusen und Ausschleusen ermöglicht. Und wir brauchen ja auf der Station trotzdem immer noch Bereiche, wo man ohne Schutzkleidung rumrennt, wo man, keine Ahnung, Besprechungen macht, wo man auch mal irgendwie mit den Ärzten in Kontakt trifft und die Therapie bespricht, damit man das nicht alles immer unter diesen Bedingungen in dem Zimmer selbst machen muss, so wie sonst halt in nicht infektiösen Zimmern. Ähm, und deshalb haben wir jetzt quasi überall so provisorische Schleusen, also wir nennen das Schleusen, ähm, eingerichtet, damit man da halt sich anziehen kann, die Schutzkleidung anlegen kann und dass der Raum quasi so wie sauber ist, also dass du da auch deine Maske dann ablegen kannst, dass du da deine Handschuhe findest, die du brauchst und so. Und dann quasi das Patientenzimmer der unreine Bereich ist, in dem Sinne, dass da halt Covid ist und in der Schleuse möglichst halt nicht. Ist das am besten beschreiben? Also es gibt, also unter Beatmung wird halt super viel gefasst. Also Beatmung ist ein super, super breites Thema. Wenn man das jetzt aufteilen würde, würde ich sagen, es gibt einmal die invasiven Beatmungsmethoden, also die wir auch kennen, mit Schlauch im Hals oder mit hier Schlauch durch die Luftröhre hier an dieser Stelle. Es gibt aber auch die ganz anderen Methoden, die halt nicht so invasiv sind, wie halt die ganz normale Sauerstoffbrille oder die Atemmaske, die halt übers Gesicht oder über die Nase und Mund geht oder nur in die Nase. Oder halt auch, das nennt sich High Flow, das ist halt so eine Sauerstofftherapie, die einfach ganz viel Luft auf einmal mit einem hohen Strom in die Nase pustet. Und das zählt halt alles auch schon unter atemunterstützende Maßnahmen, ist aber längst nicht so tragisch oder schlimm, wie das dargestellt wird. Also man versucht natürlich, so wenig invasiv wie möglich bei jedem Patienten zu handeln. Und die Beatmung setzt man, also die invasive Beatmung, die an der Maschine ist, ja, obwohl das ist nicht so richtig, weil die anderen Methoden passieren auch an der Maschine. Aber dieses Beatmungsgerät, was man halt so kennt, ne, das mit dem Schlauch im Hals und so weiter, das setzt man halt ein, wenn es nicht anders geht. Also man setzt halt auch Beatmung ein, um die Menschen vor schlimmeren Schäden zu schützen. Also wir brauchen ja alle Sauerstoff für alle unsere Organe, für die Versorgung. Und ich glaube, wenn man den Leuten erklären würde, dass jeder Mensch individuell behandelt wird und dass es nicht so ein Schema F gibt, nach dem gehandelt wird, wenn du ins Krankenhaus kommst, sondern man guckt schon irgendwie, ähm, was bringst du mit für Schäden schon? Ist es jetzt schon so weit fortgeschritten? Man guckt ja auch ins Blut und so weiter. Also das ist halt immer eine individuelle Abwägung. Und wenn man das halt mehr zeigen würde, dass nicht alle Leute, die ins Krankenhaus kommen und beatmet werden, irgendwie regungslos an der Maschine liegen,
wenn man das denen irgendwie mehr vermitteln könnte. Mir fällt aber auch nicht ein, wie. Also mir fällt das auch nicht ein, ohne den Leuten halt zu viel abzuverlangen, weil das halt schon komplexes Thema ist, Beatmung. Auch für Leute, die auf Intensivstation arbeiten. Ich habe vor 2 Jahren angefangen. Für mich war das am Anfang alles komplett Spaceship-mäßig, was da jetzt hier abgeht. Und man muss da sich erst reinarbeiten. Und wenn man sich als Fachkraft erstmal reinarbeiten muss, dann ist es super schwierig, dieses Thema an die breite Bevölkerung zu kommunizieren. Also die Studienlage und sowas ist halt einfach noch sehr dünn, weil das noch alles sehr neu ist und die ganzen groß angelegten Studien kannst du halt einfach nicht innerhalb, also so funktioniert Wissenschaft nicht. Du kannst nicht innerhalb von 2 Wochen das Nonplusultra-Rezept für Covid irgendwie erfinden. Und die Leute müssen, glaube ich, irgendwie vermittelt bekommen, dass man da so ein bisschen mehr Geduld auch braucht für die Wissenschaft und für die Medizin, dass das auch viel Try and Error ist, was für eine Therapie man jetzt braucht. Und ja, also ich glaube, dass das halt den ganzen Körper angreift und ich glaube, was halt auch wichtig wäre, ist, dass es keine, also nicht jeder kriegt Fieber, nicht jeder hat Husten und ich glaube, dass man von diesem an spezifischen Symptomen erkennen auch irgendwie wegkommen muss, weil man jetzt mittlerweile auch in Italien ist, steht auch in diesem Journal drin, in Italien zum Beispiel ist eine Frau mit Herzinfarktsymptomen in die Klinik gekommen. Die Ursprungserkrankung, warum sie diese Symptome aber hatte, also eine Schwellung des Herzens und Herzprobleme, war Covid. Also ich glaube, ähm, man muss halt von diesem super fokussierten Lungendenken wegkommen und diesem auf die Grippe zurück, ja, zurückfallen. Ich glaube, das muss man so ein bisschen mehr differenzieren in der Berichterstattung.